Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Heute mal wieder mit mir. Seit einem Jahr, glaube ich, ist es Premiere. Wir haben heute, wie hat Hannes gesagt, soll ich sagen, wir haben eine steife Brise. Und Hannes ist auf der Suche nach Gelbschalen. Scheiße, Leute, ich habe meine Gelbschalen im Herbst vergessen wegzuräumen. Und Hannes hat keine mehr zu Hause. Und Hannes muss halt Gelbschalen aufstellen. Wenn nicht, morgen bringt der Handel mir welche vorbei. Ja. Aber morgen kann es schon zu spät sein. Wir haben heute schon 13 Grad, 15, gestern schon 13 Grad gehabt. Und ab 10 Grad geht los. Der Käfer, Lisa. Der Käfer. Ja, die Käferbrigade. Das ist ja mehrere, die gleich... Sie rücken an. Sie rücken an. Die sich gleich um den Raps stürzen wollen. Wir sind heute im Raps, hast du schon erzählt? Nee, wir sind im Raps, Leute. Guck, also, hier, da. Wir sind im Raps. Ja, zeig doch nicht so eine schlechte Spur. Oh. Hier? Na, Hannes, man muss auch alles zeigen, ne? Nee, man muss du hast genau in eine Fahrgasse reingezeigt. Für mehr Realität im Internet. Naja, Leute, das ist ja nicht repräsentativ, wenn sie euch eine Fahrgasse zeigt, wo ich durchgefahren bin. So, wir gehen mal hier vorne hin. Also hier ist um den Mast rum, hier hat das Gestänge ein bisschen andere Geschwindigkeit, wenn es hier rumfährt. Und das ist nicht repräsentativ. Guck mal, da vorne sieht doch alles gleich aus, oder? Für mehr Realität im Internet. Ich stehe für meinen Namen. Komplett ohne Filter? Ja. So, passt mal auf. Jetzt ist es ja wie folgt, ackerbaulich. Wie sieht es denn aus im Frühjahr mit dem Raps, Lisa? Ja. Erstmal brauchen wir beim Raps eine zügige Stickstoffversorgung, weil das ist so ein kleiner Stickstofffresser. Kannst du vielleicht das Mikrofon selber nehmen? Nee, mach mal ruhig, du machst dich gut. So, passt mal auf, Leute. Das heißt, Raps liebt Stickstoff und das braucht er auch sehr, sehr zeitig. Das heißt, wenn er die Blüte hat, hat er schon so ziemlich das Maximum an Stickstoff aufgenommen. Und wann haben wir die Blüte? Juni? Juli? Wann haben wir denn die Blüte eigentlich? Na, Ende April. April? Echt? Schon April? Ach ja, stimmt. Ende April, Anfang Mai? Ja, das heißt, wir haben heute den 13., 14. März. Das heißt, so ein Monat hatten wir schon mal im frühen Jahr, 1,5 Monate im späten. Und bis dahin muss er das Maximum aufgenommen haben. Wenn wir jetzt dabei beim Dünger auch ein bisschen von Delay reden, das heißt, wir streuen jetzt hier einen Harnstoff rauf, haben eventuell keine guten Bedingungen, kein feuchtes Wetter. Das heißt, der tritt dann auch verzögert auf. Deswegen ist es schon besser, wenn man das meiste jetzt schon gemacht hat. Ich habe hier im Frühjahr jetzt nicht, vor einem Monat habe ich hier schon Stickstoff gegeben, aber eine kleine Menge, 40 Kilo auf dem Hektar zusammen mit Schwefel. Warum Schwefel, Lisa? Warum Schwefel, Hannes? Schwefel begünstigt die N-Aufnahme. Schwefel und Stickstoffaufnahme geht immer zusammen einher. Man muss daher aber wissen, die Schwefelmineralisation, die tritt später auf. Die tritt erst ab April ungefähr auf. Beim Stickstoff geht es ab 8 Grad Bodentemperatur los. Das kann jetzt schon die nächsten Tage sein. Das heißt, Stickstoff setzt sich dann auch schon in Nitrat um. Ansonsten wird er ja in Ammonium aufgenommen. Und weil wir anfangs Stickstoff geben und geben müssen, und wir aber eigentlich den Schwefel aus dem Boden, der aus dem Boden kommt, ein bisschen was noch da ist überhaupt, erst im April haben, müssen wir den früh geben. Das heißt, parallel, sonst können wir auch unseren N-Min-Anteil nicht mit aufnehmen, Leute. Schwefel, ganz, ganz doll wichtig. Kann man sich hinter diese kleinen Ohren schreiben? Ich dachte, du drehst jetzt die Kamera. Hinter diese kleinen Ohren kann man das schreiben. Schwefel, ganz doll wichtig. Deswegen, der ist jetzt Schwefel versorgt, dem fehlt aber noch Stickstoff. So ein bisschen für die Periode. Ich mache eigentlich eine zwei Düngerstrategie, 2-Gaben-Strategie. Das heißt, ich fahre jetzt und ich fahre einmal dann nochmal zum Schossen. Deswegen, den muss ich jetzt nochmal zum Schossen, wenn er sich streckt. Aha. Den muss ich jetzt nochmal mit Harnstoff versorgen, mit Stickstoff, eigentlich mit den Mengen, den ich da so erfüllen muss und kann. Und ja, hätten wir jetzt einen Rauch-AGT, könnten wir bei dem Wetter Dünger streuen. Viele fragen immer, was ist der Vorteil? Hier im Norden haben wir immer eine steife Brise. Da kann man immer Dünger streuen damit. Und was ist der Vorteil von Flüssigdünger? Kann man immer streuen. Also auch bei dem Wetter. Streuen, verflüssigen. Und das ist der Punkt so. Hannes hat aber geprüllten Harnstoff eingekauft. Und von daher muss Hannes warten, bis es still ist, nicht? So, jetzt stehe ich hier mit meiner Wasserflasche. Ich hoffe, wir finden noch meine Gelbschale. Wir gehen auf die Suche. So, was ich euch aber noch zeigen will. Ganz wichtig ist auch die frühe Versorgung mit Mikronährstoffen. Und ein ganz großer Punkt ist dabei Bohr unter anderem. Und wenn wir uns jetzt die Pflanze hier angucken, achso, ein Punkt ist noch, Lisa, ein Punkt ist noch. Viele fragen, wann weiß man denn eigentlich, wann man die erste Gabe streut? Und was ist die Antwort? Zum Vegetationsbeginn oder unmittelbar vor dem Vegetationsbeginn. Das heißt, wenn ich weiß, nächste Woche wird warm, muss ich schon gefahren sein. Und wann sehe ich
Und wann sehe ich, wann die Vegetation anfängt zu wachsen, Lisa? Wenn du dir aufbuddelst? Wenn ich aufbuddel. Und wenn ich aufbuddel, und was sehe ich dann? Das sehen wir uns jetzt an. Was sehen wir denn dann, Hannes? Die Knöllchen? Keine Ahnung. Knöllchen sieht man bei Leguminosen. Achso. Mann, ich wollte was Schlaues sagen. So, aber was sehen wir hier genau? Na, die Wurzel. Welche Farbe haben Sie? Gelb, weiß? Weiß. Die sind? Die sind eher so gelblich. Ja, und die? So. Die ist jetzt so weichlich. Aha. Und was kann man daraus schlussfolgern? Dass die wahrscheinlich neu dazugekommen sind? Genau, weiße kommen immer frisch neu dazu, danach färben sie sich gelblich. Das heißt, daran sieht man geht auf den Acker, zieht die Pflanze raus und wenn sie weiße Wurzeln hat, hat die Vegetation angefangen. Also geht los. Ja, und ist das verrückt? Der hat weiße Wurzeln, obwohl es zu kalt in den letzten Tagen war. Geht los. Ja, weil er immer wieder mal den Moment zwischendurch nutzt und möchte gerne weiter wachsen. Wir sehen hier eine Pfahlwurzel, die ist auch wirklich schön nach unten ausgeprägt. Wenn sie hier so mal einen Knick hätte oder so, kann das so mal Indikator für Bodenverdichtung oder ein Stein drunter sein. Ne, wenn die dann so um eine Kurve geht, aber die ist wirklich gerade nach unten. Wenn wir jetzt das Ganze hier aufschneiden, dann kann man auch mal die Bohrversorgung überprüfen. Erstmal können wir uns das allgemein angucken. Wie sehen die Blätter hier unten aus? Sind irgendwelche Fraßstellen von Insekten, dunkle Stellen? Sieht sehr vital aus. Hier haben wir natürlich einen abgestorbenen. Das ist normal über den Winter, aber hier... Aber ich wollte gerade sagen, das macht der Raps doch allgemein. Deswegen ist Ja. er doch auch eigentlich relativ dick in den Winter Genau. gehen, weil er doch sowieso noch was abwirft, oder nicht? Wenn wir mit sowas hier in den Winter gehen, das ist ungefähr daumendick und so ist er in den Winter gegangen, dann haben wir ja alle Möglichkeiten, dem Winter auch alles entgegenzusetzen, was wir haben und auch den Insekten, die wir im Herbst haben und den Krankheiten, die wir im Frühjahr kommen. Diese Pflanze ist eine ganz andere Baustelle als die ich euch gleich zeigen werde in meinem Striptill-Versuch. So, das heißt, wir können die hier mal aufschneiden. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch dunkle Stellen hier sehen würden, so wie hier. Hast du da mal ein Messer dabei? Ja. Du wirst besser, Hannes. Wenn wir hier dunkle Stellen sehen würden, kann man mal gucken, was das ist hier, ob da was drin ist. Aber das ist tatsächlich nichts. Ah doch, guck mal hier. Siehst du? Da hat sich jemand den Weg gebahnt. So. Aber wir finden nichts. Der ist geendet. Das heißt, man kann da öfter mal die Gesundheit einfach mal im Stamm durchgucken, im Stiel. Guck mal. Und wenn wir das so durchgucken, so muss das aussehen, geschlossen, glasig. Top. Nicht, riecht schön, riecht wie Kohlrabi. So, und wenn wir jetzt den Bohrmangel überprüfen wollen, dann können wir das Ganze nochmal hier in der Mitte durchschneiden. Wenn das die Berufsgenossenschaft sieht mit dem Messer. So, klappen wir das auf. Und wir sehen, hier haben wir was ganz bisschen Hohles, aber das würde ich vernachlässigen, das ist wirklich noch ganz wenig. Wenn wir hier so einen richtigen Hohlraum haben, ist das so ein Bohrmangel. Ist das Bohrmangel. Und deswegen, Bohr kann man ruhig im Raps, im Splitting, in jeder Spritzung mit dabei nehmen. Das sind ja, wir reden ja auch nur von ein paar Gramm auf dem Hektar. So sieht er aus. Sieht sehr, sehr gesund aus. Ansonsten, wenn man jetzt hier so rüber guckt, der hat blatttechnisch schon sehr reduziert, aber die Hauptpflanze ist schon sehr stabil, Brudi. So, mach mal aus, wir gehen da vorne nochmal, zeig dir mal meinen Striptill-Versuch, Lisa. Okay. Ob die Leute heute eigentlich sagen, Mensch, Hannes war aber schon ein bisschen frech in der AKF, oder? Wieso? Na, weil ich so ein lockeres Mundwerk heute hatte. So. Alter, ist das wenig. Und überlegt mal, Leute, ich bin vom Hof gefahren und habe gedacht, so wenig ist eigentlich gar nicht. Vielleicht kannst du versuchen, Dünger zu streuen. Und jetzt stehen wir hier. Ich könnte streuen und mein Nachbar wird es alles abkriegen. So, hier mein Striptill-Versuch, Lisi. 3 Reihen. Was habe ich hier versucht? Ja, Raps im Striptill-Verfahren. Pass auf. Wie, weiß ich nicht. Ich kann dir ganz einfach erzählen. Hannes ist hier die Bahn gefahren. Hat dann aber festgestellt, das Striptill passt ja gar nicht zusammen mit dem GPS. Dann habe ich geguckt und habe gesehen, ist gar kein RTK freigeschaltet. Da habe ich schnell mal telefoniert, habe mir RTK freigeschaltet für den Schlepper, den ich hatte. 9,39 hatten wir im Herbst. So, und dann war mit mal hier so ein Versatz, 1,50 Meter drin. Ja, dann war 1,50 Meter ohne alles. Dann habe ich gedacht, scheiße. Naja, 1,50 Meter, naja, das lockerst du einfach nur, fährst einfach bis hoch. Da fährst du jetzt nicht 1,8 Kilometer nach oben mit doppelt Gülle. Das heißt, hier habe ich eine Striptillbahn gemacht, also nur den Boden gelockert, aber keine Gärreste untergepackt. Und das, was du hier tatsächlich siehst, Lisa, das ist der Unterschied zwischen Gärreste im Boden im Herbst haben und nicht. Das heißt, das, was du hier siehst, entspricht normalen Einzelkorn
Raps im Herbst, wie man den anbauen würde, wenn man keine Stickstoffversorgung gewährleistet. Und dieser Raps hat natürlich auch weniger anzubieten als der daneben. So, ist das ungefähr hier eine Pflanze, wo man sagen kann, die ist repräsentativ, oder sagst du hier für mehr Wahrheit auf dem Acker? Guck mal, ich nehme jetzt hier direkt daneben einmal einen Spatenstich, ne? Ja, dann würde ich schon sagen, okay. So. Wenn wir uns jetzt das Wurzelwerk angucken, gut, wir müssen jetzt hier sagen, der war nicht in der guten Lockerung. Der musste sich ein bisschen den Weg bahnen. Der hat es komplett anders gehabt. Aber wir sehen schon einen deutlichen Unterschied, oder? Ja. Mein oben drauf hier, auch in der Dicke, der ist schon ein bisschen dicker. Ja. Auch Genau. der Vegetation. Und jetzt geht natürlich die Zeit auch der Nebentriebe los. Der Vegetationskegel, exakt. Jetzt geht natürlich auch die Zeit der Nebentriebe los. Wir wollen eigentlich 12 Nebentriebe im Raps haben, damit er richtig schön wird wie ein Baum. Und der muss ja hier erstmal sich, sag ich mal, ein bisschen mehr erholen. Der muss mehr Blattmasse bilden. Ihr könnt die Pflanze eigentlich sehen wie eine Solarzelle. Das heißt, je mehr Fläche ihr habt, desto mehr Energie schafft ihr zu binden. Genau das macht eine Pflanze. Die bindet Energie mit Photosynthese. Und je mehr Blattfläche die hat, desto mehr Energie kann die binden. Das heißt, die hat schon einen Vorsprung gegenüber die. Weil jetzt scheint die Sonne und die kann jetzt schon mehr Photosynthese betreiben als die. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir einen vernünftigen Bestand auch im Herbst haben. So. Oh, der sieht doch schön aus, oder Lisi? Ich hab gleich Bock auf Kohlrabi. Ist so. Oder so einen schönen Rettich, Hannes? Schön Rettich. Oh, ich habe jetzt so... Alter, Lisi, das wird jetzt wieder geklippt und auf irgendwelche Kinder laden das jetzt wieder auf TikTok oder Instagram hoch. Und dann schicken wir das schon meine Freundinnen, weil sie das finden. Das ist, weil ich... Wienchen hat mir das geschickt. Einer aus dem Studium hat das gefunden und wollte wissen, ob wir das wirklich sind. Alter Falter. So, Leute. Und wenn wir jetzt hier gucken, was haben wir da schon drin? Na, die Blüte. Knospen. Ja. Die Blütenknospen. Krass, oder? Ja. Geht los, Hans. Ist alles schon fertig. Geht los. Ist alles schon fertig. Jetzt müssen wir drauf aufpassen, Leute. Ganz wichtig. Jetzt müssen wir drauf aufpassen. Versorgung muss gewährleistet sein. Bam! Ne, den buddeln wir wieder ein. Der bringt Ertrag. So, Leute. Ich habe mich ungünstig zu dir hingestellt. Ne? Aber ich weiß kein Mauerdekolleté. Nee. So. Wegen der guten Jacke. Ich glaube, das haben wir jetzt im Groben besprochen. Also was liegt an? Auf jeden Fall die Flächen beobachten. Gelbschalen aufstellen, sofern ihr welche habt. Ihr müsst unbedingt welche haben. Kleiner Profi-Trick, man kann auch Gelbschalen da aufstellen, wo man letztes Jahr Raps hatte. Von da starten die Insekten in der Regel. Das heißt, wir können bei uns auf dem Direktsaatweizen auch noch eine Gelbschale aufstellen und zusätzlich da schon mal eine Schwelle finden, die eventuell da eher auftritt. Das ist so ein süßes Hier hatten wir zum Beispiel Raps auf der gegenüberliegenden Seite, deswegen macht es auch Sinn, zum Beispiel die am Rand aufzustellen, weil sie von da einfliegen werden, die Jungs. Die kommen denn. Die kommen. Sie rücken an. Sie rücken an. So, Thema der AKF, sie rücken an. Sie rücken an. Das ist wie im Podcast schon mit dem Titel. Mikronährstoffe, Stickstoffversorgung ist wichtig, Schwefelversorgung ist wichtig im Frühjahr im Raps. Und dann behaltet ihn im Auge, behaltet ihn so gesund. Hast du das eigentlich auch in deinem Video für die Düngebedarfsermittlung? Da geht es nur um Weizen. Ach so. Es ist komplex, man kann für jede Kultur ein Video machen, Lisa. Du weißt ja, was als nächstes zu tun hat. Und ein Punkt, den zum Beispiel viele im Frühjahr machen, ist ein Fungizid einzusetzen mit einer wachstumshemmende Wirkung. Folikuren, Karax zum Beispiel. Warum macht man das, Lisi? Damit er nicht allzu riesig ist. Zum einen kann man den so ein bisschen einschränken. Neue Hybriden werden schon sehr, sehr groß. Ne? Die werden auch bis zu 2 Meter, damit die sich nicht hinlegen wollen. Zum anderen brechen wir die apikale Dominanz. Was ist das? Habe ich vergessen. Hat sie vergessen. Und zwar, wenn wir uns ja die Pflanze so angucken, hat der Haupttrieb immer die Dominanz innerhalb der Pflanze. Und ihr steht sozusagen die Hoheit dazu. Der Hauptnährstoffanteil, der Hauptwasseranteil. So, sie ist die Hoheit. Und indem wir das Ganze brechen oder indem wir einen Wachstumsregler da einsetzen, brechen wir das Ganze. Das heißt, wir hemmen die im Wachstum und dadurch kriegen die Seiten tatsächlich mehr Nährstoffe und wir erreichen dadurch eine höhere
Bestockung. Oder Bestockung ist es ja in dem Fall nicht, eine Verzweigung im Raps. Das gibt es auch im Getreide, das machen auch einige im Getreide. Walzen ist ein Punkt, dadurch bricht man diese Dominanz. Und ein anderer Punkt zum Beispiel ist Wachstumsregler, wurde früher mal gemacht, macht heutzutage eigentlich keiner mehr. Wäre mir nicht bekannt, dass man also jetzt ein CCC, einen Wachstumsregler so früh fährt, damit er sich bestockt. Also wurde mal vor 10 Jahren gesagt, dass das eine coole Sache ist, aber den Euro kann man sich da eigentlich sparen. Ja, so Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Meine Haare sehen wirklich doof aus, sehe ich gerade. Ich werde mir wieder beim Videoschneiden ärgern, dass sie so komisch im Gesicht lagen. So. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt gerne eure Fragen oder irgendwelche Kommentare unten mit rein. Ich würd mich freuen. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dann.